Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Es gibt so Produkte, die weichen deutlich von dem ab, was Monate zuvor erstmalig präsentiert wurde. Und so ein Produkt ist das Lodi von Velo de Ville. Was abweicht und was dieses Bike kann, das wollen wir in diesem Video einmal sehen. Erstmal ein Hinweis zur Transparenz. Velo de Ville hat uns dieses Bike ausgeliehen und sie unterstützen die Produktion des Videos finanziell. Sie haben uns allerdings nicht gesagt, was wir irgendwie wie sagen sollen. Alle Gedanken und Äußerungen sind meine bzw. unsere eigenen und sie bekommen das Video auch nicht zu sehen, bevor ihr es zu sehen bekommt. Wir sind komplett herstellerneutral. Und damit viel Spaß mit dem Video. Der Hersteller aus der Nähe der Fahrradstadt Münster hat ein umfassendes Portfolio verschiedenster Fahrräder und E-Bikes und mittlerweile eben auch 2 Lastenräder. Neben dem Fracht, dem Long John, das ich Anfang des Jahres gezeigt habe, kommt nun auch das Lodi dazu. Velo de Ville beschichtet seit 1998 seine Rahmen selbst und das hat natürlich mehrere Vorteile. Auf der einen Seite für den Hersteller, weil Velo de Ville dadurch die Produktionsbedingungen besser überprüfen kann und auch die Qualität besser unter Kontrolle hat. Aber es hat auch Vorteile für euch, die euch für so ein Fahrrad interessiert, weil ihr könnt es einfach in eurer Lieblingsfarbe bestellen. 35 Farben gibt es für dieses Rad in der Auswahl und von so einem zarten Rosaton, mein Favorit, bis hin zu einem kräftigen Mattschwarz ist alles dabei und auch diese Farbe. Und die finde ich am spannendsten. Das ist nicht irgendein Grau, sondern das ist Öko-Grau oder Eco-Grey. Velo de Ville sammelt in seiner Beschichtungsanlage überschüssiges Material auf, vermischt das neu und trägt es dann als neue Farbe quasi wieder auf. Es ist quasi ein recyceltes Produkt. Und dadurch, dass hier nicht nur Grau drin ist, sondern im Grunde alle Farben, die Velo de Ville beschichtet, erkennt man in diesem Farbton, in dieser Beschichtung ganz, ganz viele winzig kleine Pigmente. Also von weitem mag das einfach nur grau aussehen, aber wenn man nah rangeht, dann ist das echt faszinierend und auch ein super Nachhaltigkeitsgedanke. Und was irgendwie auch überraschend gut kommt, ist das in Kombination mit diesen ganzen braunen Akzenten. Und das ist die nächste Besonderheit, der Konfigurator. Bei dem sind nämlich nicht nur die Farben auswählbar und so einzelne Aspekte, einzelne Pakete, sondern du kannst wahnsinnig viel ändern. Du kannst wirklich fast alles ändern, um es deinen persönlichen Bedürfnissen anzupassen. Und auch bei diesem Bike gibt es sehr, sehr viele Optionen. Zunächst mal die Auswahl des Motors, denn das Lodi kommt in 2 verschiedenen Versionen. Einmal als 500er mit AMG-Paket, falsches Video, ne? Mit dem Bosch Performance Line SX Motor mit 55 Newtonmeter Drehmoment oder mit diesem hier. Und das ist die Überraschung, das wurde nämlich auf der Eurobike nicht gezeigt, mit dem neuen Bosch Performance Line CX Motor mit 85 Newtonmeter Drehmoment. Und das ist der ganz neue Motor in der 5. Generation. Der soll nicht nur ein deutlich besseres Ansprechverhalten haben als der alte Motor, sondern dazu auch seine Leistung deutlich leiser abliefern. Das können wir nachher mal im Fahreindruck sehen. Was wir jetzt schon sehen können, ist, dass der Motor eine ganze Ecke kleiner geworden ist. Hier in das gleiche Bracket, in die gleiche Aufnahme passt wie der SX-Motor. Und das Lodi ist somit das erste Lastenrad, das den neuen Bosch Performance Line CX nutzt. Und dieses Lodi 900, so heißt es dann mit dem Performance Line CX Motor, ist hier in dieser Konfiguration dann auch noch mit dem Riemen ausgestattet, mit der Enviolo Automatik, mit der größeren Enviolo der HD-Version und noch mit größeren Bremsen. Also alles, was man in so einem Lastenrad braucht.
Kleiner Ausflug in die Welt der Digitaltechnik. Falls ihr euch gefragt habt, was das hier bedeutet, Velomate, das ist ein integrierter GPS-Tracker, den ihr euch mit in das Fahrrad rein konfigurieren könnt. Und das Tolle ist, ihr könnt das Ganze dann mit Hilfe einer App tracken. Ihr könnt also immer sehen, wo sich euer Fahrrad gerade befindet. Ihr könnt eine Wartungshistorie anlegen. Ihr könnt sehen, wie viel ihr gefahren seid etc. Und im Falle eines Diebstahls hilft euch das Team hinter diesem Tracker, euer Fahrrad wiederzubekommen, da die dann mit der Polizei zusammenarbeiten. Das ist definitiv etwas, was sich auch für euch lohnen könnte, besonders dann, wenn ihr in einer Gegend wohnt, wo ganz gerne mal Fahrräder geklaut werden. Auf jeden Fall, der Velomate ist dein Freund fürs Fahrrad. Als Lenker kommt hier in der Standardkonfiguration ein typischer, relativ schmaler Trekkinglenker zum Einsatz. Wir sehen hier das Purion 200 Display, das sehr viele Optionen bietet, sehr viel zum Anzeigen hat und sich ziemlich elegant hier an diesem Lenker befindet. Auf der rechten Seite die Bedieneinheit der Enviolo Automatik, hier eine kleine Klingel, natürlich die Bremshebel und hier ein Schalter, mit dem man irgendwas lösen und blockieren kann. Aber wofür? Velo de Vil hat sich beim Ständer ein bisschen was überlegt. Und zwar blockiert dieser Hebel hier oben den Hauptständer. Und das ist ziemlich smart gelöst, denn zum Lösen des Ständers muss man nicht einfach nur einen Knopf antippen, sondern muss den Knopf richtig runterdrücken. Das heißt, man kann ihn auch nicht aus Versehen betätigen. Und dann steht das Fahrrad aber auch mit gelöstem Ständer noch. Also selbst wenn man das irgendwie vergisst zu blockieren, dann kippt das Fahrrad nicht einfach so um. Das ist ebenfalls gut gelöst. Man kann das Rad aber recht einfach und geräuschvoll dann vom Ständer nehmen und auch recht einfach wieder auf den Ständer bringen. Tippt dann hier den Lock-Button an und schon kann das Fahrrad nicht mehr vom Ständer genommen werden. Das finde ich ziemlich gut. Aber das ist nicht die einzige Besonderheit, denn auf der anderen Seite gibt es noch einen kleinen Seitenständer. Der ist praktischer, als ich zuerst dachte. Einfach nur, um das Rad schnell mal abzustellen, ohne Last hinten drauf, ohne großes Gepäck vom Bäcker, einmal das Rad kurz mal hinstellen. Das funktioniert richtig gut und habe ich auch im Alltag wirklich häufig verwendet. Der Vorteil an so einem Seitenständer ist, dass man das Rad eben so auch noch ein bisschen hin und her schieben kann und dann es einfach wieder hinstellen kann. Und natürlich, es gehört zum guten Ton, das Lodi bietet auch noch eine Möglichkeit, das Rad auf dem Heck abzustellen. Da kann man es jetzt auch super mal von unten sehen und ein bisschen mal sauber machen, ne? Und falls mal hier oben der Bowdenzug gerissen sein sollte, was ja durchaus mal passieren kann, dann gibt es hier auch noch so einen kleinen Hebel unten am Ständer. Wo ist er? Weiter oben. Den man auch dafür nutzen kann, um diesen Mechanismus zu lösen. Also so eine Art Sicherung, damit man nicht mit ausgeklapptem Ständer fahren muss. Beim Design orientiert sich Velo de Vil ganz stark an dem KEB, deren Kompaktrad, das es schon seit einiger Zeit gibt. Zum Beispiel beim teilintegrierten Akku, bei den Gepäckträger- bzw. Flaschenhalteraufnahmen hier oben, der Motoraufnahme und auch bei der Geometrie. Das Lodi empfiehlt sich im Wesentlichen für kleine und große Menschen, die sehr aufrecht sitzen wollen. Der Sattel lässt sich in einem großen Maße verstellen und auch der Lenkerverstellbereich hier mit der Bei-Schulz-Lösung ist wirklich sehr, sehr groß. Insgesamt muss man aber sagen, dass der Reach verhältnismäßig kurz ist. Das heißt, egal ob ihr groß oder klein seid, die Sitzposition ist immer recht aufrecht. Und was dann hier noch dazu kommt, ist, dass das Lodi einen recht niedrigen Einstieg hat und man somit auch einfach aufs Fahrrad kommt. Die Gemeinsamkeiten mit dem KEB enden dann spätestens hier an dieser Stelle, denn hier geht der große Gepäckträger los und Longtail typisch klafft hier zwischen dem Sitzrohr und dem Hinterrad eine große Lücke. Aber da ist noch etwas, was Velo de Vil uns geschenkt hat nach der Präsentation, denn mit der Enviolo HD-Schaltung kann das Rad jetzt 200 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht ab, im Vergleich zu den 180 Kilogramm, die sie auf der Messe kommuniziert hatten. Gut so, denn so können die 75 Kilogramm, für die dieser Gepäckträger freigegeben ist, auch richtig gut genutzt werden. Hier oben ist zum Beispiel richtig viel Platz für eine Eurobox, die auch wirklich haargenau reinpasst und von diesem Sitzpolster so ein bisschen festgehalten wird. Und gut ist auch, dass Velo de Vil bei dieser Ride Bar auf
2 Streben pro Seite gegangen ist. Die äußere Strebe schützt die Kinder, falls das Fahrrad doch mal umkippen sollte, und die Kinder können dann hier auf der Innenseite, die auch noch gepolstert ist, ihre Hände ablegen und sind somit noch ein bisschen besser geschützt. Die Kinder oder auch die ein oder andere Eurobox sitzen dann hier auf plüschigen Polstern, die in Lederoptik kommen. Dadurch saugen sie sich nicht mit Wasser voll, lassen sich leicht abwischen und sind wirklich gut und fest gepolstert. Die gefallen mir richtig gut. Die sollten auch lange gut funktionieren. Und auch das Rückenpolster hier, das ist sehr schön breit und auch wiederum gut gepolstert. Und in der Cargo Kit Pro Version kommt das Bike dann auch noch hier mit diesen Fußstützen, die so ein bisschen nach Heavy Duty aussehen und auch einiges abkönnen sollten und die dann auch durch diesen Bügel hier hinten das Rad in die Lage versetzen, eben auf dem Rücken geparkt zu werden. Aber der Gepäckträger eignet sich natürlich nicht nur für Kinder oder dass man Dinge hier oben drauf montiert, sondern mit einem länglichen Gegenstand kann man auch die Sitzpolster abnehmen. Die sind nämlich mit dem MIG HD-System befestigt. Hier auf der Unterseite könnt ihr das erkennen, wie das aussieht. Zweiten hier mal lösen. Und schon gibt es eine große, lange Ladefläche, die noch einige Besonderheiten hat. Denn hier ließen sich natürlich noch andere Accessoires befestigen mit dem MIG HD-System oder auch mit dem Ragtime Snap-It-System. Denn diese Aufnahmen lassen sich ebenfalls noch tauschen. Und das Besondere ist, hier gibt es eben nicht nur Ragtime oder MIG HD-Systemaufnahmen, sondern auch klassische Schnapper. Richtig oldschool. Und natürlich lassen sich diese Streben an der Seite auch noch dafür verwenden, um Packtaschen hier drauf zu montieren. Auf der einen Seite klassische Packtaschen, die oben einfach eingehakt werden, aber diese Streben hier haben auch noch diese Nupsis für das Ortlieb QL3-System, um Ortlieb-Packtaschen hier einfach dran klicken zu können, falls ihr solche schon verwendet. In der Standardausstattung kommt allerdings das Rad ohne diese zusätzlichen Streben. Und natürlich stand bei Velo de Vil auch ein Frontgepäckträger im Lastenheft. Hier haben wir jetzt verschiedene Optionen, die wir vorne an diese bereits gezeigte Aufnahme schrauben können. Auf der einen Seite gibt es eine Möglichkeit für einen Ragtime Snap-It-Adapter oder ein MIG HD-Adapter, mit dem dann ein Frontkorb einfach hier drauf geschnappt werden kann. Die zweite Möglichkeit ist so eine Softshell-Tasche. Das, was wir Gravel-Hipster wahrscheinlich so Barbag nennen würden für Kleinigkeiten. Und dann gibt es auch noch zum Beispiel diese Option hier. Eine Schale mit Löchern. Dieser Frontkorb darf mit 10 Kilogramm belastet werden und hat Platz für einen kleinen Kita-Rucksack zum Beispiel oder andere Kleinigkeiten. Es gibt allerdings auch die Möglichkeiten, diese Seitenwände hier rauszunehmen und dann Dinge hier drauf zu verstauen, die dann auch etwas höher sind. Und die letzte Option für hier vorne ist ein Powermore. Das, was so klingt wie eine Alternative Band aus den 2000ern, ist in Wahrheit ein 250 Wattstunden Range Extender, den Bosch für das smarte System entwickelt hat und hier oben den externen Ladeanschluss nutzt. Jetzt bin ich aber mal echt gespannt, wie sich das erste Lastenrad mit dem neuen Bosch Performance Line CX so fährt. Ab nach draußen. Jetzt haben wir beide Mitarbeiter die Säcke einfach mal hier hinten auf die Ladefläche geschnallt, etwa so wie zwei normale Kinder sitzen würden. Hier sind jetzt etwa 35 Kilogramm hinten drauf. Vorne haben wir jetzt nichts drauf, bis auf diese Kamera, die hier gleich dann drauf kommt. Aber wir wollen mal sehen, wie der Hobel fährt. Und das allererste, was wir machen werden, ist natürlich der Beschleunigungstest. Wir sind in der höchsten Unterstützung, haben die Enviolo auf unsere Wünsche eingestellt. Und dann geht es auch schon los. Und ich muss sagen, das ist sehr nahtlos. Also der Performance Line CX Motor, der reagiert sofort. Und was ihr jetzt auch hören könnt, beziehungsweise nicht hören könnt, er ist sehr leise geworden. Mich persönlich hat das Geräusch von dem Performance CX noch nie gestört, um ehrlich zu sein, aber ich war schon überrascht, als ich mit diesem hier jetzt das erste Mal gefahren bin. Das ist wirklich äußerst angenehm. Also er ist minimal lauter als der Performance Line, aber gerade im mittleren Lastbereich hört man ihn wirklich gar nicht. Das finde ich echt erstaunlich. Wenn man jetzt hier reintritt, dann ist er ein bisschen stärker hörbar, aber auch das ist wirklich sehr minimal. Wir wollen jetzt gleich mal sehen, wie er uns die berühmteste Erhebung hier in Lübeck hochbringt, den guten alten Jerusalemsberg. Wir nehmen eine Trittfrequenz, die ich mag, also so 75 Umdrehungen pro Minute. Nicht zu viel Kraft aufs Pedal, so bummelig 200 Watt. Und wir wollen mal sehen, wie schnell uns dieses Fahrrad
da hochbringt. 21 km/h ist unsere Grundgeschwindigkeit. Und jetzt merke ich schon, wie ich so ein bisschen stärker treten muss. 18, 17,7, 17, 16,6 km/h. 15,9 km/h ist unsere minimale Geschwindigkeit bei etwa 200 Watt Leistung hier mit diesem Fahrrad den Berg rauf. Und das ist natürlich kein Spitzenwert. Also die Enviolo-Automatik nimmt natürlich ein bisschen was von der Effizienz des Motors. Bei der manuellen Enviolo kann man immer noch so ein bisschen selber gegensteuern. Die Automatik passt das dann ja, wie gesagt, automatisch an, wie der Name schon sagt. Und das funktioniert auch insgesamt gut. Jetzt bei der Kante kommt das Rad gut rüber und kann dann auch gut beschleunigen. Mensch, hier ist Halligalli heute auf der Straße, das gibt's ja nicht. Und was wirklich auffällig ist, ist die graduelle Leistungsentfaltung des Motors. Also da ist wirklich kein Spektakel, so der Motor pumpt einen nicht krass vorwärts. Er hält sich angenehm zurück und hat aber eine wirklich ausgesprochen gute Beschleunigung. Wenn man sich jetzt ein bisschen in die Kurve lehnt, reagiert das Fahrrad sehr schnell, sehr zackig. Also dazu kommt natürlich auch so ein bisschen die Sitzposition. Es ist eine recht aufrechte Sitzposition, die auch sehr variabel ist. Also ich könnte jetzt auch wählen, noch mal deutlich aufrechter zu sitzen. Der Lenker ist verhältnismäßig schmal und das trägt natürlich ebenfalls dazu bei, dass es sich recht schnell lenkt. Wenn ich jetzt hier loslasse, dann kommt es ein bisschen zum Wackeln. Das hängt natürlich immer ganz stark davon ab, wie ist die Federgabel eingestellt, wie viel Last ist vorne drauf, wie viel Last ist auf dem Lenker etc. Aber insgesamt lässt es sich auch mit einer Hand wirklich gut kontrollieren. Und was halt auch das Tolle ist an der Enviolo-Automatik, man muss nichts machen. Sie schaltet automatisch in den Gang runter, den man voreingestellt hat. Der ist jetzt nicht super niedrig, aber verhältnismäßig niedrig. Und dann kommt man auch wirklich sehr schnell in die Gänge, wenn man von der Ampel losfährt. Jetzt wollen wir mal sehen, wie es so Gravel-mäßig hier aussieht. Ja, das Rad verlangt etwas mehr Bewegung auf dem Sattel, etwas mehr Arbeit, aber lässt sich ganz gut kontrollieren. Und auch hier, also der Motor, wenn man ihn fordert, dann ist er sofort da, wenn man ihn braucht. Natürlich immer so die Frage, wie macht er sich am Berg? Wie macht sich das Fahrrad am Berg? Und wir müssen jetzt im Grunde nicht viel machen, außer einfach wieder höchste Unterstützungsstufe. Haben wir jetzt sowieso die ganze Zeit. Turbo-Modus Cycling Club, ne? Ja, wir treten mal an. Okay, das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Das hängt aber nicht mit dem Motor zusammen, sondern, um ehrlich zu sein, mit der Einstellung der Enviolo Automatik. 1 Minute 37 Sekunden später. Die Enviolo Automatik ist eigentlich schon perfekt eingestellt, so wie ich das gerne hätte. Deswegen machen wir noch mal einen neuen Versuch. Jetzt wissen wir ja, dass alles so eingestellt ist, dass der Motor und die Enviolo perfekt harmonieren müssten. Also, los geht's. Tja, irgendwie, der Motor reagiert nicht sofort auf Pedaldruck. Und die Enviolo Automatik hat untenrum doch nicht genug Übersetzungsbandbreite, um das Fahrrad hier dann leicht voranzubringen. Es ist möglich, man muss aber gerade für den ersten Meter oder für die ersten 30 cm, um in Fahrt zu kommen, sehr viel Kraft aufwenden. So, und das Schieben dieses Bikes gelingt natürlich sehr einfach. Es ist ein Longtail-Lastenrad. Überhaupt kein Problem. Es lässt sich auch leicht aufrecht halten, selbst wenn, und gedulde dich doch mal, selbst wenn hinten Kinder drauf sitzen oder hinten die Last drauf ist, lässt es sich recht leicht aufrecht halten. Dank der 20 Zoll Räder ist der Schwerpunkt verhältnismäßig niedrig. Und was auch gut geht, ist das Langsamfahren mit diesem Bike. Also man merkt im Turbo-Modus, dass er einfach wahnsinnig viel Power hat und dass er auch gerne losstürmen möchte. Deswegen reicht in den meisten Fällen wahrscheinlich so der Tour Plus Modus. Und natürlich ist das Umdrehen mit diesem Bike auch sehr leicht. Das Einzige, was ich jetzt halt habe, dadurch, dass es so kompakt ist, komme ich dann doch mit dem Knie eventuell an den Lenker ran. Auch hier über Kopfsteinpflaster fährt es sich sehr entspannt rüber. Also die Federung macht einen guten Job. Die Federsattelstütze natürlich auch und auch die Reifen überraschen mich.
diese Supermoto X. Obwohl, überraschend tun sie mich nicht wirklich. Die sind halt einfach ein Klassiker im Schwalbe-Programm. Rollen hier super über Kopfsteinpflaster rüber. Die Bewegungen am Lenker sind wirklich minimal. Ein sehr entspanntes Fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Durch den Matsch durch. Man muss den Winter in Norddeutschland einfach lieben. Beziehungsweise noch haben wir ja noch nicht mal Winter, sondern erst Herbst. Beschleunigung auf 25 km/h. Die Enviolo ist lauter als der Motor. Zack, schon sind wir da. Jetzt, alles klar. Also die Bremse, die ist wirklich gut. Die hat ein gutes Bremsgefühl. Ihr könnt jetzt sehen, der Bremsweg war jetzt mit 4 Metern nicht rekordverdächtig, aber wir haben auch denkbar schlechte Bedingungen. Das Bremsgefühl an den Hebeln, also erstmal sind die angenehm lang. Man kann also mit 3 Fingern ganz gut hier reinhalten und die sind auch nicht allzu weit weg von den Griffen, sodass auch Menschen mit kleinen Händen hier ganz gut Druck drauf bekommen können sollten. Das Gefühl an der Bremse ist, wenn man zieht, merkt man, wo der Druckpunkt ist und kann dann das ganz gut einstellen. Ja, und dann die Beschleunigung. Der Motor ist fast ein bisschen kräftig. Also je nachdem, was für eine Last ihr regelmäßig durch die Gegend fahrt, könnte auch der Performance Line SX für euch reichen. So, eine Sache wollen wir noch mal sehen. Also jetzt hier beim langsamen Fahren am Berg, da unterstützt der Motor wirklich klasse. Aber was ist, wenn ich anhalten muss? Und mal sehen, wie gut ich jetzt in Fahrt komme. Ja, ich brauche einfach ein bisschen Power in den Beinen, um in Fahrt zu kommen. Jetzt scheint die Enviolo aber in der kleinsten Übersetzung gewesen zu sein. Nochmal entspannen. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Power gebraucht. Es hat so diesen Kurbelweg gebraucht etwa, um den Motor unterstützen zu lassen. Die Enviolo Automatik ist nicht hundertprozentig zuverlässig, wenn es darum geht, in die kleinste Übersetzung zu schalten. Deswegen, wenn ihr viele solcher Steigungen habt und da jeden Tag irgendwo hoch müsst und eventuell irgendwo anhalten müsst, würde ich wahrscheinlich eher die manuelle nehmen, auch wenn die Automatik natürlich super komfortabel ist. Ne? Das Lodi fährt sich insgesamt sehr agil und gleichzeitig sehr komfortabel. Das hat mir gut gefallen. Die Enviolo Automatik, das muss man so ein bisschen wissen, ob man die braucht und haben möchte. Und wenn das Rad beladen ist, kommt es eben zu Lenkerflattern. Wenn man den Lenker komplett loslässt, lässt sich dann aber schon mit einer Hand am Lenker sehr gut kontrollieren. Das ist trotzdem etwas, was ich mal mit Velo de Ville in der Zwischenzeit besprechen werde. Und zwar in der Zwischenzeit bis zu dem nächsten Videoteil im Studio. Wir waren jetzt einige Wochen im Alltag mit dem Velo de Ville Lodi unterwegs und haben uns jetzt so ein paar Gedanken gemacht, was wir richtig gut finden. Allerdings auch ein paar Punkte gefunden, die uns weniger gut gefallen. Ihr findet eine komplette Behandlung anhand der Radelbande Bewertungsmatrix über den Link unten in der Videobeschreibung in Schriftform. Jetzt wollen wir mal aber auf 3 Punkte eingehen, die uns gut gefallen haben und 3 Punkte, die uns weniger gut gefallen haben. Und wir starten mit letzterem. Der erste Punkt ist, es gibt zur Markteinführung noch große Lücken im Zubehörprogramm. Und zwar nicht nur sprichwörtlich, wenn wir uns das hier mal in der Mitte ansehen. Velo de Ville arbeitet natürlich dran und wird auch nach und nach alles Mögliche hier an dieses Rad noch ergänzen. Allerdings für euch Early Adopter ist das ein bisschen unpraktisch, weil ihr dann ein bisschen warten müsst oder aber euch irgendwelche anderen Lösungen adaptieren müsst. Der zweite Punkt ist, dass es zwar einige Möglichkeiten gibt, diese Befestigungspunkte am Rahmen zu verwenden, sie aber alle in relativ kleinen Ladeflächen münden. Das hier ist die größte Ladefläche, die es gibt und die ist halt im Alltag deutlich zu klein, gerade dann, wenn man bedenkt, dass es eben aktuell noch keine Packtaschen von Velo de Ville für hinten gibt. Und die dritte Auffälligkeit bei unserem Rad war, dass sich der Lenker verhältnismäßig schnell aufgeschwungen hat, wenn wir den Lenker losgelassen haben, also wenn wir freihändig fahren wollten. Das ist jetzt nichts, was den Alltag betrifft, weil das Rad insgesamt sehr stabil fährt und auch sich mit einer Hand ganz einfach unter Kontrolle halten lässt. Und ich sage auch unser Rad, weil dieser Effekt Velo de Ville selber nicht bekannt ist und sie es auch mit den Rädern, die dort selber haben, nicht nachstellen konnten. Also es betraf jetzt aber nur mal dieses Testrad. Wenn Velo de Ville rausgefunden hat, woran das bei diesem Rad liegt, dann schreibe ich das unten in einen Kommentar. Ist auf jeden Fall etwas, was ihr bei der Probefahrt einmal überprüfen könnt. Eigentlich sollte das komplett chemiefrei sein.
Unser Testrad ist es jetzt eben nicht. Aber wir haben auch 3 Punkte entdeckt, die das Rad wirklich empfehlenswert machen. Und der erste ist der Preis. Mit einem Einstiegspreis von unter 4.000 € ist das Lodi auch für alle interessant, die beispielsweise beim Arbeitgeber bestimmte Restriktionen haben, was das Leasing angeht. Dann habt ihr nämlich für unter 4.000 € das Bike, was ihr euch leasen könnt, und könnt dann die Zubehöre, die ihr dafür braucht für euren Alltag, extra noch dazu kaufen. Und alle diese Zubehöre sind insgesamt auch sehr fair eingepreist. Dieser ganze Konfigurator ist natürlich super vielseitig und ihr könnt den Preis eben auch so hoch bringen wie jetzt für dieses Fahrrad. Aber ihr müsst es eben nicht, sondern kommt verhältnismäßig günstig an ein toll ausgestattetes und kraftvolles Lodi dran. Der zweite Punkt, der uns richtig gut gefallen hat, ist die Abstellsituation. Die 3 Möglichkeiten, das Lodi abzustellen. Hier mit dem Seitenständer hinten, der Hauptständer mit diesem genialen Verschluss- und Lösemechanismus und dann eben zuletzt auch die Möglichkeit, das dann verhältnismäßig einfach auf den Rücken zu stellen. Das ist ziemlich cool und bietet so kein anderes Fahrrad. Und das dritte, was uns im Alltag aufgefallen ist, ist die Substanz des Lodi. Das ist etwas, was sich schwerlich greifen lässt, aber das ganze Fahrrad fühlt sich einfach sehr solide gemacht an. Die Rahmenverarbeitung ist sehr gut, die Beschichtung ist sehr gut. Wenn man auf das Fahrrad aufsteigt und losfährt, dann ist das komfortabel, es schaltet gut, es funktioniert einfach. Man muss sich keine großen Gedanken machen bei diesem Bike. Es gibt keine störenden, nervigen Geräusche irgendwo. Das ist einfach ein richtig gut gemachtes Longtail-Lastenrad. Einfach eine gute Substanz. Aber was bedeutet das jetzt für euch? Für wen ist das Velo de Vil Lodi am besten geeignet? Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Basis ist hervorragend. Auch die vielen Konfigurationsmöglichkeiten, was die Farbe angeht, was die Ausstattung angeht. Ihr könnt das so ausstatten, wie es für euren Zweck am besten geeignet ist. Bis zu einem gewissen Punkt, weil einfach noch einiges an wichtigem Zubehör fehlt. Mit einer großen oder mit großen Seitentaschen an den Seiten könnten 2 Kinder hier hinten drauf sitzen und die Rucksäcke etc. da noch mit reintun. Ein großer Frontgepäckträger würde die Möglichkeiten auch noch mal erhöhen, aber aktuell ist das alles ein bisschen zu klein. Es ist hervorragend für 2 Kinder hinten drauf, aber großes Gepäck kann das Lodi dann nicht mehr mit transportieren. Wie gesagt, Velo de Vil arbeitet gerade hart an neuem Zubehör, an diesen wichtigen Dingen wie großen Seitentaschen, aber es ist zum aktuellen Zeitpunkt einfach noch nicht verfügbar. Das ist wirklich schade für dieses Video. Ich werde da, wenn es neues Zubehör gibt, kann ich das gerne mal unten verlinken und werde sicherlich auch ein Follow-up zu dem Lodi machen, damit ich einmal mal sehen kann, wie haben sie das dann nachher umgesetzt und wie ist das Bike dann auch für den Alltag von Familien zu bewerten. Grundsätzlich aber habt ihr hier eine hervorragende Basis, auf die ihr aufbauen könnt und die mitwächst, die variabel ist. Die Möglichkeiten, die diese Ladefläche hier bietet, auch ohne die Reling, die sind wirklich vielfältig. Und die Eurobox-Kompatibilität hier hinten drauf, das ist wirklich cool. Und natürlich auch, dass der neue Bosch Performance Line CX Motor implementiert wurde und ihr wirklich jetzt hier ein sehr zukunftsfähiges Bike habt, das euch wirklich viele Jahre lang wird begleiten können. Insofern ist das Velo de Vil Lodi ein tolles Lastenrad mit einer guten Ausstattung, vielen Konfigurationsmöglichkeiten, hat aber noch einiges an Potenzial. Aber was denkt ihr jetzt über dieses Bike? Würde das euch gefallen? Wie sehr würden euch die Punkte fehlen, die uns jetzt im Alltag gefehlt haben? Sagt es mal unten in der Videobeschreibung. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.